Hi, ich bin Ali und ich bin hier über etwas zu sprechen, was mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Wir alle sehen diese digitale Welt schon seit langem kommen und es sieht nicht so aus, als würde sie eintreten. Aber wissen Sie was? Sie findet statt. Und wenn Sie das nicht glauben, schauen Sie sich nur das Internet der Dinge oder die sozialen Medien an. Also ich bin hier, um Ihnen zu erklären, warum der Trend zur Digitalisierung nur noch größer wird und wie er Ihr Leben auf gute oder schlechte Weise beeinflussen kann. Digitalisierung ist der Prozess der Umwandlung von analogen Informationen in ein digitales Format. Wenn die Daten eines physischen Objekts in elektronischer Form gespeichert sind, können sie digital bearbeitet oder mit anderen geteilt werden. Digitalisierung ist ein Schlagwort, mit dem alle Arten von digital vernetzten Kommunikation und Fertigung zusammengefasst werden. Digitalisierung zeigt sich in Breitband, Internet, E-Commerce, Smart Home und Industrie 4.0. Die Digitalisierung hat eine lange Entwicklung hinter sich, aber an ihrer Basis basiert sie auf denselben Prinzipien wie frühere Beispiele. Universelle Codes. Der Jacquard-Webstuhl wurde erstmal 1805 vorgestellt und die Blindenschrift kam erst später, nämlich 1829 heraus. Während der Morsecode aus Experimenten mit der Übertragung von Lichtsignalen durch Schallwellen entstand, bevor er schließlich in 1840 veröffentlicht wurde. Digitalisierte werden dann in einem System dargestellt. Die Codierung und das Format hängt davon ab, welche Art von Informationen, Programm oder spätere Verwendung gestrebt wird. Das heißt, es hängt wirklich von dem Unternehmen, von den Services, die angeboten werden, weil je nachdem wird man eine andere Digitalisierungslösung vorschlagen bzw. entwickeln. Wo kann die Digitalisierung eingesetzt werden? Rein technisch gesehen wird der Prozess der Digitalisierung von einem Analog-Digital-Wandler durchgeführt. Dieses Gerät misst die Eingangssignale in Intervallen und kodiert sie digital mit Genauigkeit, um digitale Kopien der Originalinhalte für die Menschen leichter genießbar zu machen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Vor- und Nachteile und die Einflüsse der Digitalisierung. Archivierung ist eine lästige Angelegenheit, die viel Platz und Aufwand verlangt, oder? Glücklicherweise ist der Prozess mit digitalen Archivierungstechniken effizienter geworden. Es ist jetzt viel einfacher geworden, Informationen zu speichern, ohne sich Sorgen zu machen, dass der Platz zu knapp wird oder dass der Aufwand zu viel wird. In den betrieblichen Abläufen eines Unternehmens ermöglicht die Digitalisierung eine Effizienzsteigerung und damit eine Verbesserung ihrer Wirtschaftlichkeit. Der Grund dafür ist, dass Betriebsabläufe durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik schneller und kostengünstiger abgewickelt werden können, als dies ohne Digitalisierung möglich wäre. Digitalisierung hat eine neue Art des Verbrauchs von Energie und Ressourcen geschaffen. Beispiel ist der Stromverbrauch bei dem Betrieb von IT-Systemen. Das ist weltweit gesehen ca. 2300 Terawattstunden. Und so viel ist der Verbrauch von einem ganz normalen Haushalt. Nun, es soll tatsächlich so sein in der Welt, dass 10% von Stromverbrauch allein für das Internet genutzt wird. Und das steigt auch natürlich mit der Zeit. Ja, also bei der Digitalisierung geht es tatsächlich darum, dass wir die physischen Objekte, wie zum Beispiel Dokumente, Bilder, Videos oder Ton, ja, das sind diese Tonsignale, die werden dann digitalisiert. Und wie die digitalisiert werden, die werden dann halt durch die festgelegte Codes bestimmt und diese Codes werden dann von einem Gerät, also von Punkt A, vom Gerät A nach Punkt B zum Gerät B transportiert. Und so können
beide Nutzer von dem Gerät A und B diese Datei, die sie eventuell bekommen haben, bearbeiten, sehen und weiterschicken oder weiterteilen. So, sie haben dann tatsächlich zum Beispiel bei einer PDF-Datei haben sie ganz viel Text, Vektoren, Bilder, die dann digitalisiert sind durch Codes und unter einem Dach, und das ist dann PDF, als eine Art von Datei gespeichert. Und diese Speicherung von Daten, das ist die Digitalisierung. Das hilft Ihnen, sehr viel Zeit und Kosten zu sparen. Also das hilft tatsächlich alle Unternehmen, die heutzutage aktiv sind auf dem Markt, sehr viele Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor, es war wahrscheinlich vor 20 Jahren das Internet nicht so günstig wie heute. Die Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, ist vielleicht, ich will nicht sagen, dass es das Zehnfache ist, das ist vielleicht das Tausendfache davon, weil vor 15 Jahren, das war echt schwierig, dass man das Internet benutzt, dass man alles online speichert, dass man alle Daten irgendwo lokal hat, weil die Server auch sehr teuer waren. Aber es werden Tag für Tag daran gearbeitet, neue Technologien zu erfinden, die dann diesen Chips, die Computergeräte und die Softwares auch günstiger machen, sodass wir alle das nutzen können, um später dann halt unsere Prozesse zu verbessern. Also nutzen Sie die Digitalisierung, glauben Sie mir. Das war's dann schon mit diesem Video. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gut gefallen hat. Falls Ihnen das Video gut gefallen hat, liken Sie das Video, subscriben Sie meinen Kanal und folgen Sie mich auch auf Instagram, LinkedIn und Facebook. Ich würde mich auf deinen Kontakt sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. I will go.